Deutsch lernen durch Hören. Hallo Marika, schön, dass ich dich treffe. Ich wollte dir sagen, dass wir nächsten Monat umziehen. Hallo Ines. Oh, das kommt ja überraschend. Wo zieht ihr denn hin? Nach Hamburg. Martin hat dort ein super Jobangebot bekommen. Er verdient dann das Doppelte und wir können uns endlich ein eigenes Haus leisten. Das klingt ja super. Dann braucht ihr mich wohl als Babysitter nicht mehr. Nein, leider nicht. Das finde ich sehr schade, denn Joshua und Aaron haben sich immer sehr wohl bei dir gefühlt. Und wir haben Vertrauen zu dir. So jemanden findet man nicht so schnell noch einmal. Danke, das ist lieb von dir. Ich werde euch auch alle sehr vermissen. Du kannst uns gern jederzeit besuchen kommen. Ich denke, die Kinder würden sich darüber sehr freuen. Ja, das könnte ich mal machen. Allerdings habe ich auch schon länger überlegt, umzuziehen. Ich habe auch schon oft an Hamburg gedacht. Das wäre doch wunderbar. Dann komm doch einfach mit. Meinst du? Ich muss mich erst mal um eine Wohnung kümmern und hier alles kündigen. Ein wenig Zeit bleibt dir ja noch. Wenn du möchtest, kannst du am Anfang auch gern bei uns wohnen. Wir haben ein großes Haus gekauft. Da ist genug Platz für uns alle. Und es wäre schön, wenn für die beiden Jungs dauerhaft jemand zu Hause wäre. Das ist quasi dann ein Vollzeit-Babysitter. So könnte man es nennen. In Amerika ist das normal. Da wohnen die Kindermädchen im Haus der Familie und nehmen am Familienleben teil. Das können wir genauso machen. Dann musst du dir keine eigene Wohnung suchen. Was sagt denn Martin dazu? Ich werde heute Abend mit ihm drüber sprechen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas dagegen hat. Er ist die meiste Zeit bei der Arbeit. Vielleicht kannst du uns dann ja auch ein wenig im Haushalt unterstützen. Natürlich. Wenn ich bei euch wohne, dann helfe ich auch im Haushalt. Das ist für mich ganz selbstverständlich. Ich bespreche das heute Abend und rufe dich dann an, okay? In Ordnung. Ich bin ganz gespannt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich auch, Marika. Bis später. Bis später. Robert? Ja, hier auch Hobart. Hallo Linda. Oh, hallo Mama. Schön, dass du dich meldest. Seid ihr gut angekommen? Alles in Ordnung. Der Flug war ganz entspannt und Lena fand es sehr aufregend. Sie hat die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut und die Wolken beobachtet. Ach, schön. Danke, dass ihr sie mit in den Urlaub genommen habt. Bei uns war ein Urlaub dieses Jahr einfach nicht möglich. Das weiß ich doch. Außerdem verbringe ich doch gern Zeit mit meinem Enkelkind. Ich freue mich sehr, dass Lena dabei ist. Dann können wir endlich mal richtig viel Zeit miteinander verbringen. Wie geht es Lena denn? Super. Sie hat 5 Minuten nach der Anreise den Pool entdeckt und ist die ganze Zeit da. Sie schwimmt, spielt im Wasser, taucht und fällt abends todmüde ins Bett. Ach, das klingt super. Wie ist das Essen in der Türkei? Super lecker. Aber Lena wollte bisher nur Pommes und Cornflakes essen. Mal schauen, ob wir sie noch überreden können, auch mal etwas von den türkischen Leckereien zu probieren. Bestimmt. Sie probiert ja gern neue Dinge. Ist sie denn lieb? Natürlich. Wenn ich sehe, wie sich die anderen Kinder hier im Hotel beim Abendessen benehmen, bin ich ganz stolz auf mein Enkelkind, dass sie so gut erzogen ist. Wir können wirklich überall mit ihr hingehen. Sie hat auch schon Freunde gefunden, mit denen sie gemeinsam in den Pool springen kann. Ach, das klingt super. Dann gib meiner süßen Tochter einen dicken Kuss von mir und sag ihr, dass ich sie vermisse, aber ihr ganz viel Spaß wünsche. Das mache ich. Nächstes Mal kommst du einfach mit. Es ist so schön hier. Das musst du auch unbedingt mal erleben. Ach, Mama, das kann ich mir nicht leisten. Dann sparen wir fürs nächste Mal. Es ist doch viel schöner, wenn wir alle gemeinsam Urlaub machen. Ja, aber ich habe doch noch die beiden Hunde. Ich möchte sie ungern weggeben, nur weil ich in den Urlaub fahren will. Okay, das verstehe ich. Vielleicht fahren wir nächstes Jahr einfach alle gemeinsam an die Ostsee. Da könnten wir doch ein kleines Ferienhaus mieten. Es gibt bestimmt welche, wo man 2 Hunde mitbringen darf. Ja, das wäre eine Idee. Wir schauen uns das mal an. In Ordnung. Ich muss dann jetzt auch wieder auflegen. Leni möchte wieder an den Pool. Ja, dann sprechen wir mal wieder, Mama. Wir melden uns in ein paar Tagen wieder. In Ordnung. Genießt den Urlaub und sag Papa viele Grüße. Das mache ich. Bis bald.
Bis bald. Frau Fischer, schön, dass ich Sie gerade treffe. Hallo, Herr Hahn. Was gibt es denn schon wieder? Ich habe heute Morgen meine Wäsche im Trockenraum aufgehängt. Da ist mir aufgefallen, dass dort schon seit einer Woche ein alter Sessel von Ihnen steht. Wann haben Sie denn vor, den endlich zum Sperrmüll zu bringen? Herr Hahn, den Sessel möchte ich gar nicht zum Sperrmüll bringen. Ich habe doch extra einen Zettel hinterlassen, dass ich den Sessel für 2 Wochen in den Trockenraum stellen muss, weil ich mein Wohnzimmer renoviere. Da hat aber kein Zettel gehangen. Außerdem ist das ein Trockenraum zum Wäschetrocknen und kein Möbellager. Herr Hahn, ich habe das vorher mit dem Hausmeister besprochen. Er hat gesagt, dass das kein Problem ist. Das kann ja nicht sein. Der Sessel steht genau unter meiner Wäscheleine. Deswegen kann ich also dort, wo der Sessel steht, keine Wäsche trocknen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Benutzen Sie doch gern eine meiner Wäscheleinen, solange mein Möbelstück im Weg steht. Dann haben Sie genug Platz. Und er kommt ja nächste Woche wieder weg. Wir haben bereits die Wände tapeziert und gestrichen und müssen nun nur noch den Boden verlegen. Dann stellen wir den Sessel wieder ins Wohnzimmer. Na gut. Aber künftig stellen Sie Ihre Möbel in Ihren Keller. Aber natürlich, Herr Hahn. Hi Danny, wie geht's? Hallo Anna, das ist ja eine Überraschung. Schön, dich zu sehen. Mir geht es ganz gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke. Du warst im Urlaub, nicht wahr? Wie war der denn? Unglaublich spannend. Ich bin mit dem Fahrrad bis nach Amsterdam gefahren. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Was? Mit dem Fahrrad nach Amsterdam? Wahnsinn. Ja, ganz schön sportlich und natürlich total anstrengend, den ganzen Tag zu radeln. Aber für mich war das eine ganz neue Erfahrung. Bist du allein oder mit einer Reisegruppe gefahren? Die Radtour habe ich mit 3 Freunden gemacht. Und wo habt ihr übernachtet? Am ersten Tag war es für uns ein bisschen stressig. Als wir am Campingplatz waren, wurde es schon dunkel und alle Plätze waren ausgebucht. Wir hatten vergessen, die Zeltplätze zu reservieren. Dann haben wir Onkel Google gefragt. Und der zeigte uns, dass es in der Nähe noch einen Campingplatz gibt, aber den konnten wir irgendwie nicht finden. Als wir hoffnungslos einen Platz zum Schlafen gesucht haben, hat Dennis zum Glück ein Zelt am Wasser gesehen. Daneben haben wir unser Zelt auch aufgebaut. Am Morgen wurden wir von der Sonne geweckt. Das war wunderschön. Am zweiten Tag haben wir in einer Pension in Arnhem übernachtet. Am letzten Tag in Amsterdam mussten wir in einem sehr teuren Hotel schlafen, weil alle anderen Hotels ausgebucht waren. Wow, das muss ich auch einmal erleben. Das ist einfach großartig. Und du bist schön braun geworden. Ja, zum Schluss waren wir zur Erholung am Eiselmeer. Da haben wir einfach nur am Strand gelegen. Nach der ganzen Anstrengung war das super. Das glaube ich. Wie viele Kilometer seid ihr denn eigentlich gefahren? Insgesamt 350 Kilometer von Bonn nach Amsterdam. Wir sind mit dem Zug zurückgefahren. Und du? Was hast du denn eigentlich im Urlaub gemacht? Ach ja, also ich habe dieses Jahr nicht richtig Urlaub gemacht. Ich wollte eigentlich an die Nordsee fahren und Windsurfen lernen, aber Leonie hatte irgendwie keine Lust, dorthin zu fahren. Ach, das ist aber schade. Vielleicht kannst du das ja nächstes Jahr alleine machen. Da hast du recht. Du, Anna, ich habe da eine Idee. Du gehst doch gerne ins Kino, oder? Ins Kino? Ja, warum? Ich habe nämlich 2 Kinokarten gekauft und Leonie hat schon abgesagt, denn sie musste zu ihrer Oma fahren. Hast du Lust? Na klar. Wann denn? Am Sonntag. Ja, ich denke schon. Da gehe ich um 4 ins Fitnessstudio. Aber am Abend? Ja, das geht. Super. Wir treffen uns am besten um 7:30 an der Kinokasse. Ja? Warum treffen wir uns nicht einfach um 7 im Café Q und trinken noch einen Kaffee? Was meinst du? Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Du hast bestimmt sehr schöne Fotos aus dem Urlaub. Die würde ich mir echt gerne mal ansehen. Ja, gerne. Also dann bis Sonntag. Ich freue mich. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, was ist denn das jetzt wieder?
Frau Rembold, ich kann die Datei nicht drucken. Irgendetwas stimmt mit dem Drucker nicht. Haben Sie kurz Zeit? Ich brauche Hilfe. Ja, gleich, ich komme sofort. Was ist denn jetzt wieder los, Frau Graf? Ich wollte nur die Lieder für die heutige Gruppenaktivität ausdrucken, aber es kommt gar nichts raus aus dem Drucker. Ist er wieder kaputt? Ich schau mal nach. Nein, der ist nicht kaputt. Sehen Sie, hier auf dem Display steht es doch. Papier ersetzen. Sie müssen nur Papier nachfüllen. Ah, danke. Und wo haben wir das Papier? Haben wir überhaupt welches hier im Büro? Nein, das Papier liegt unten in der Anmeldung. Gehen Sie bitte zu Frau Klein und holen Sie ein Paket Druckerpapier. Ich muss kurz zu Frau Weber. Sie klingelt schon zum 2. Mal. Ach du große Güte, wo kommt denn das Papier rein? Und wie viel nimmt man? Wie geht denn diese Abdeckung auf? Nicht, dass ich den schönen neuen Drucker kaputt mache. Frau Rembold? Ach nein, die ist ja bei Frau Weber. Hilda, hast du kurz Zeit? Auch nicht, schade. Dann warte ich lieber. Frau Rembold, ich weiß nicht, wie die Abdeckung aufgeht. Ich habe bei dem neuen Drucker noch nie... Ja, ich komm schon. Das ist doch ganz einfach. Hier unten ist eine Schublade. Die muss man aufziehen. Machen Sie das mal selber, bitte. Die hier? Ja, genau. Sie müssen ein bisschen stärker ziehen. Ah, jetzt. Gut. Und jetzt sehen Sie auch das Fach für das Papier. Ja, wie viel muss ich denn da reintun? Machen Sie es einfach etwa zu 2/3 voll. Aber vorher müssen Sie das Papier einmal lockern, dann klebt es beim Drucken nicht aneinander fest. So? Ja, genau. Jetzt rein damit und die Schublade wieder zumachen. Das ist kein Hexenwerk. Es stimmt. Wenn man es einmal gemacht hat, ist es ganz einfach. Danke. Nächstes Mal kann ich das alleine machen. Huch, da kommt ja schon der Druckauftrag heraus. Perfekt. Ah, hallo, Frau Schwarz. Schön, dass ich Sie mal persönlich treffe. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es nicht gut finde, wenn Ihre Kinder immer vom Spielplatz kommen und ihren Sand aus den Schuhen immer im Treppenhaus ausschütten. Jedes Mal verteilt sich der Sand durchs ganze Treppenhaus. Außerdem ist es sehr rutschig. Ich habe nun schon mehrfach den Sand gefegt. Oh, das tut mir leid. Ich werde mit meinen Kindern darüber sprechen und darauf achten, dass das nicht noch einmal passiert. Das war letzte Woche auch schon so. Und keiner interessiert sich dafür, das sauber zu machen. Vor einer Stunde sind Ihre Kinder wieder vom Spielplatz gekommen und nun ist das Treppenhaus voll mit Sand. Herr Hahn, ich mache das sofort sauber. Tut mir sehr leid. Es wird nicht mehr passieren. Ich habe vorhin einen leckeren Kuchen gebacken und werde gleich Kaffee machen. Wie wär's denn, wenn ich Sie als Entschuldigung zu Kaffee und Kuchen einlade? Sehr schön. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass das in Zukunft besser wird. Die Einladung nehme ich sehr gerne an. Dann kann ich direkt mit Ihren Kindern noch einmal darüber sprechen. Gut, dann bis gleich. Lutz? Hallo Sascha, hier ist Hanna. Oh, hallo Hanna. Schön, dass du anrufst. Wie geht's dir? Mir geht es super. Und dir? Alles bestens. Was hast du denn? Ich habe doch nächste Woche Geburtstag und wollte dich fragen, ob du am Samstag zu meiner Feier kommst. Ach, das würde ich total gerne. Aber ich muss am Samstag leider den ganzen Tag arbeiten. Und nach der Arbeit? Du musst ja auch nicht ewig bleiben, aber über einen kurzen Besuch würde ich mich sehr freuen. Ich arbeite bis 19 Uhr. Und die Kinder sind an dem Wochenende auch beide da. Ich könnte also frühestens um 20 Uhr bei dir sein. Aber dann müssen die Kinder schon ins Bett gehen. Kann dein Mann nicht auf die Kinder aufpassen? Doch, aber das macht er ja schon den ganzen Samstag. Ich möchte dann auch den Abend gern mit ihm verbringen und meinen Kindern wenigstens noch gute Nacht sagen, wenn ich sie den ganzen Tag schon nicht gesehen habe. Schade, aber ich verstehe das. Aber ich habe eine andere Idee. Was hältst du davon, wenn wir am Sonntag ganz gemütlich frühstücken gehen? Oh ja, das klingt super. Ich lade dich auch ein. Danke, das ist nett von dir.
Ich freue mich schon drauf. Ich hol dich dann am Sonntag um 10 Uhr ab, okay? Ja, gerne. Ich freue mich auch sehr darauf. Bis dann, Sascha. Bis dann, Hannah. Hier, das Weihnachtsgeschenk ist für dich, mein Liebling. Was? Aber wir hatten doch ausgemacht, dass wir uns zu Weihnachten nichts schenken. Ja, das stimmt schon. Aber ich konnte einfach nicht... Na super. Jetzt stehe ich aber ganz schön blöd da. Ich habe mich nämlich an unsere Abmachung gehalten und habe kein Geschenk für dich. Das macht doch nichts. Ich habe es mir ja so ausgesucht. Das ist doch nicht schön. Ich möchte es eigentlich gar nicht auspacken. Oh doch, glaub mir, das möchtest du. Jetzt bin ich aber schon ein wenig neugierig. Der Karton ist ganz schön schwer. Was ist da drin? Pack es aus, dann weißt du's. Na gut. Aber ich werde dir nach Weihnachten ebenfalls ein Geschenk kaufen. Das ist nur fair. In Ordnung. Nun pack es schon aus. Nein, nicht wirklich. Eine PlayStation 4? Du bist verrückt. Du hast dir die PlayStation so sehr gewünscht. Und du hast gesagt, dass die viel zu teuer ist. Ja schon, aber Ende November hatte der Elektromarkt ein super Angebot. Da konnte ich nicht anders. Du bist die Beste. Ich weiß. Dann gehen wir nach den Feiertagen direkt noch ein Spiel kaufen. Das machen wir. Ich wusste nicht, welches Spiel du möchtest, also habe ich lieber keins gekauft. Die sind ja doch ziemlich teuer. Danke, mein Schatz. Ich freue mich riesig. Das war der Plan. Guten Tag, Herr Hahn. Tag. Hören Sie mal, so geht das nicht. Gestern Abend war es ja furchtbar laut. Oh, tut mir leid, dass wir Sie gestört haben. Das ist mir wirklich unangenehm. Aber ich habe mit Freunden meinen 20. Geburtstag gefeiert. Das musste doch nicht so laut sein. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Haben Sie meinen Aushang am schwarzen Brett im Hausflur nicht gesehen? Da habe ich doch geschrieben, dass wir ein bisschen laut sein werden. Ich habe den nicht gesehen. Aber trotzdem war der Lärm ja unerträglich. Bis 4:30. Das geht doch nicht. Man muss doch auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Das nächste Mal rufe ich die Polizei. Ja, entschuldigen Sie bitte, Herr Hahn. Wir haben die Zeit vergessen. Die Musik war wirklich sehr laut. Aber sonst macht das Tanzen nicht so viel Spaß. Und es ist ja nur einmal im Jahr. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Das passiert nicht noch einmal. Oh, guten Tag, Herr Tilki. Guten Tag, Frau Steinert. Ich habe Sie und Ihre Frau seit über 2 Wochen nicht mehr gesehen. Wo waren Sie denn so lange? Wir waren im Urlaub. Und? Waren Sie wieder bei Ihrer Familie in der Türkei? Ja, wir haben wie jedes Jahr meine Familie besucht. Wir sehen sie so selten. Meine Mutter freut sich immer sehr, wenn wir kommen. Sie ist leider zu alt und schafft es nicht mehr, so lange zu fliegen. Verstehe. Hatten Sie denn wenigstens schönes Wetter? Hier hat es die letzten Wochen ja ständig nur geregnet. Oh ja, wir hatten strahlenden Sonnenschein und 25 Grad. Wir waren jeden Tag am Meer. Es war sehr schön. Das ist natürlich sehr praktisch. Sie haben ja sicherlich bei Ihrer Familie übernachtet. Ja, genau. Meine Eltern haben ein großes Haus direkt am Meer. Dort wohnen wir immer mit ihnen gemeinsam. Dann bezahlen Sie ja quasi nur die Flüge hin und zurück und können 2 Wochen Urlaub machen. Richtig. Als Gegenleistung bringen wir meiner Familie immer sehr viele Geschenke mit. Sie freuen sich immer über elektronische Geräte. Dieses Mal haben wir ein Tablet mitgebracht. Dann können wir jetzt auch mit ihnen per Live-Chat kommunizieren. Das ist doch super. Und was gibt es hier Neues? Haben wir irgendetwas verpasst? Oh ja, das haben Sie. Das junge Paar im 2. Stock ist ganz plötzlich wieder ausgezogen. Was? Die sind doch vor 3 Monaten erst eingezogen. Das ging aber schnell. Hat es Ihnen hier nicht gefallen? Soweit ich weiß, haben die beiden sich getrennt. Und keiner von beiden wollte die Wohnung alleine behalten. Die ist zu groß. Oh,
Das ist aber schade. Sie wirkten immer so verliebt und harmonisch. Naja, wer weiß, was passiert ist, wenn die Wohnungstür zu war. Ich habe die beiden öfters streiten hören. Nun ja, vielleicht ist es dann ja besser so. Wie geht es eigentlich Ihrem Mann? Der hatte doch so große Probleme mit seinem Rücken. Schon viel besser, danke der Nachfrage. Er war oft bei der Physiotherapie und es ist schon fast wieder wie vorher. Er soll das jetzt noch ein paar Wochen machen und dann regelmäßig zur Rückenfitness gehen. Das klingt doch fantastisch. Es freut mich, dass er keine Schmerzen mehr hat. Ja, endlich können wir wieder unsere regelmäßigen Spaziergänge durch den Park machen. Das war ja gar nicht mehr möglich. Meine Frau wollte auch unbedingt mal mit ihr in den Park gehen. Vielleicht können wir ja mal zusammen in den Park gehen, wenn Sie möchten. Sehr gerne. Heinz kann Ihnen zu jeder Blume und jedem Strauch im Schlossgarten den Namen sagen. Ich bin immer ganz begeistert davon. Das würde mich sehr interessieren. Ich kenne all die Namen der Blumen nur in meiner Muttersprache. In Deutsch kenne ich sie noch nicht. Dann kommen Sie doch am Samstag einfach mal mit. Es soll endlich einmal nicht regnen. Das machen wir. Wann gehen Sie denn immer los? Nach dem Mittagessen, also gegen 13 Uhr. Dann holen wir Sie am Samstag um 13 Uhr ab. So, Frau Steinert, ich muss jetzt aber auch los zum Einkaufen. Wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, ist ja der Kühlschrank immer leer. Ja, da haben Sie recht. Dann einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Hallo Simone, hier ist Herbert. Hallo Herbert, schön, dass du anrufst. Sag mal, ist für morgen schon alles vorbereitet oder muss ich noch etwas organisieren? Ich habe schon alles fertig gemacht. Das Geschenk ist verpackt und Blumen habe ich auch schon bestellt. Die kann ich morgen früh abholen. Ich bringe sie dann mit. Wunderbar. Ich freue mich auch schon darauf, das Gesicht von Klaus zu sehen, wenn er das Geschenk auspackt. Damit rechnet er nie. Eine super Idee von dir, die Babuschka-Puppe. Ja, da hat er was zu tun, bis er die ganzen Püppchen auseinandergebaut hat und erst ganz zum Schluss das Ticket für das Musical findet. Das wird eine lustige Abschiedsfeier. Ja, das wird ihn beschäftigen. Jetzt, wenn er in Rente geht, hat er doch viel Zeit. Die kann er mit der Babuschka-Puppe verbringen. Genau. Hast du dir schon einen Treffpunkt für morgen überlegt? Ich dachte, wir treffen uns einfach um 11 Uhr direkt vor der Firma. Die Feier ist im 1. Stock, im Sitzungssaal 2. Schönen guten Tag. Ich bin Herr Hahn aus dem 3. Stock. Guten Tag. Mein Name ist Herr Klein. Sind Sie von der Hausreinigungsfirma, die jede Woche unser Treppenhaus reinigt? Genau, der bin ich. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich mit der Qualität der Reinigung nicht zufrieden bin. Was genau ist denn falsch an der Reinigung? Letzte Woche war Ihre Firma am Mittwoch hier. Als ich kurz danach die Treppe heruntergekommen bin, war überall auf den Stufen noch Schmutz. Außerdem wurden die Fenster schon seit Wochen nicht mehr geputzt. Da kann man ja kaum noch durchschauen. Letzte Woche war ich im Urlaub, Herr Hahn. Da hat meine Vertretung Ihr Haus geputzt. Ich werde heute wieder sehr gründlich sein. Ich hoffe, dass das nicht noch einmal vorkommt. Ich spreche mit meiner Vertretung darüber. Na gut, aber was ist mit den Fenstern? Schauen Sie doch mal, wie dreckig die sind. Wir haben von der Hausverwaltung den Auftrag über wöchentliche Reinigung des Bodens bekommen. Die Fenster sollen wir nur alle 2 Monate reinigen. Was? Das ist doch viel zu selten. Da werde ich mal bei der Hausverwaltung anrufen. Tun Sie das. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Hallo, Lisa. Hallo Jörg, schön, dass ich dich auch mal wieder sehe. Wie lange ist das jetzt her? 6 Jahre bestimmt. Alles okay bei dir? Ja, alles prima. Und, wie geht es dir? Bestens. Bist du immer noch bei Ryanair?
Nein, da habe ich aufgehört. Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann. Echt? Das ist ja interessant. Aber du warst doch Flugbegleiter, oder? Ja, stimmt. Und das habe ich auch gerne gemacht. Aber die Arbeitszeiten sind halt doch sehr extrem. Und man ist ständig unterwegs. Meine Frau hat gesagt, entweder ich suche mir einen anderen Beruf oder sie geht. Wir haben uns oft wochenlang gar nicht gesehen. Die Ausbildung jetzt ist zwar auch nicht ganz einfach, ich muss sehr viel lernen. Aber wenn ich fertig bin, kann ich das Reisebüro meines Onkels übernehmen. Der will sich zur Ruhe setzen. Das ist hier am Ort, ganz nah bei meiner Wohnung. Und wo machst du die Ausbildung? In Stuttgart. Da muss ich zwar immer pendeln, aber wenn ich fertig bin, kann ich zu Fuß zur Arbeit. Wie lange dauert denn die Ausbildung? Insgesamt 3 Jahre. Und man verdient natürlich nicht viel in dieser Zeit. Aber ich bin ja nächstes Jahr fertig. Und dann wird alles besser. Stimmt, du bekommst ja nur Ausbildungsgehalt. Wie macht ihr das denn mit der großen Wohnung? Das geht schon. Katja arbeitet ja bei der Bank. Da verdient sie gut. Wir müssen natürlich ein bisschen sparen. Die Fahrkosten nach Stuttgart sind ganz schön teuer. Aber wir machen nebenbei noch Zimmervermietung zur Messezeit. Das bringt ein bisschen extra Geld in die Kasse. Ah, okay. Das hört sich aber auch ein bisschen stressig an. Ach nein, ich bin sehr zufrieden. Und du? Arbeitest du noch beim Aldi? Nein, da habe ich aufgehört. Und was machst du jetzt? Ich habe eine Umschulung gemacht. Ich arbeite jetzt beim Jobcenter als Fallmanagerin. Ach, warum das denn? Du warst doch die beste Verkäuferin in ganz Karlsruhe. Ja, klar. Ist doch wahr. Ich kenne viele, die nur wegen dir zum Aldi gegangen sind. Manche sogar mehrmals am Tag. Ich weiß noch, wie zufrieden dein Chef mit dir ist. Du warst doch sogar mehrfach Mitarbeiterin des Monats. Ja. Das war auch eine schöne Zeit. Ist lange her. Also nun erzähl schon. Warum hast du jetzt eine andere Arbeit? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich habe mir vor 3 Jahren beim Auffüllen der Regale die Hand gequetscht. Die musste operiert werden. Aber ich kann die Hand nicht mehr gut bewegen. Zum Tippen an der Kasse brauche ich aber die rechte Hand. Oh je, das ist ja furchtbar. Ja. Zuerst wollte ich einfach weitermachen beim Aldi. Aber wie gesagt, an der Kasse braucht man beide Hände. Da hat mir die Berufsgenossenschaft die Umschulung angeboten. Erst wollte ich das nicht. Also die Arbeit im Jobcenter war nicht mein Lebenstraum. Aber jetzt finde ich die Arbeit sogar ziemlich gut. Ich habe immer noch viel Kontakt zu Menschen, ich kann ihnen helfen und die Arbeitszeiten sind natürlich viel günstiger. Meine alten Kollegen treffe ich immer, wenn ich einkaufen gehe. Deine Kollegen freuen sich bestimmt, wenn sie dich sehen. Ja, klar. Und ich ärgere sie manchmal. Wenn ich an der Kasse ankomme, habe ich im Kopf schon gerechnet, was der Einkauf kostet. Ja, manche Dinge verlernt man nie. Na dann, noch viel Erfolg bei der Ausbildung. Ich hoffe, ich sehe dich anschließend nicht als Kunden bei mir im Jobcenter. Nein, sicher nicht. Dafür hoffe ich doch sehr, dich mal als Kundin bei mir im Reisebüro zu treffen. Aber sag mal, Jörg, wo liegt das Reisebüro? Es ist nur 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, in der Beethovenstraße, neben der Post. Ach, die Lage ist einfach perfekt. Du hast aber gesagt, dass du zu Fuß von deiner Wohnung zur Arbeit gehen kannst. Ach so, du weißt doch nicht, dass wir umgezogen sind. Einmal Bulette mit Pommes und Ketchup, bitte. Gern. Zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Ich esse hier. Das macht 5 Euro, bitte. Klar, hier. Vielen Dank. Lassen Sie es sich schmecken. Danke. Hey, darf ich mich zu dir setzen? Alle anderen Plätze sind voll. Ja, klar. Setz dich. Sag mal, sind wir nicht in demselben Bioseminar? Stimmt. Ich erinnere mich an dich. Ich habe mal eine Frage. Du sprichst mit einem Akzent. Woher kommst du? Ich komme aus Spanien. Ich bin dort geboren und erst seit einem Jahr hier in Deutschland. Aber Deutsch sprichst du schon länger, oder? Ja, vor etwa 2 Jahren habe ich die ersten deutschen Wörter gelernt. Weil du wusstest, dass du hier studieren willst? Nein, ich habe am Strand in meiner Heimatstadt ein Mädchen kennengelernt. Sie war Deutsche und hat mir ein paar Sätze beigebracht. Ich war von der Sprache so fasziniert, dass ich dann angefangen habe, über das Internet Deutsch zu lernen.
und mir viele Filme in Deutsch angesehen habe. So habe ich nach und nach immer mehr gelernt. Verstehe. Und wie kommt es, dass du nun hier in Wuppertal bist? Das Mädchen vom Strand, Julia, sie war damals auf Rucksacktour durch Europa. Sie wohnt auch hier in Wuppertal. Als sie nach 6 Monaten wieder zu Hause angekommen ist, hat sie mir eine Postkarte geschickt und mich eingeladen, sie einmal zu besuchen. Das habe ich dann auch getan. Wow. Und dann bist du einfach hier geblieben? So ähnlich. Ich war begeistert von Deutschland und den Möglichkeiten, die sich mir hier geboten haben. Ich bin 2 Wochen geblieben und habe mich dann von Spanien aus auf ein Stipendium an der Uni hier in Wuppertal beworben. Und das hat tatsächlich geklappt. Also bin ich umgezogen und lebe seitdem bei Julia in der WG. Ach, cool. Aber hast du in Spanien keine Familie? Was haben die dazu gesagt, dass du weggehst? Meine Mutter ist leider schon vor vielen Jahren gestorben. Aber mein Vater hat mich unterstützt. Ich wollte schon immer Medizin studieren. Und die Möglichkeiten sind hier in Deutschland viel besser. Also hat mein Papa für mein Flugticket nach Deutschland gespart. Er steht voll hinter mir und ist sehr stolz. Das mit deiner Mutter tut mir leid. Das muss es nicht. Es ist schon über 10 Jahre her. Sie war leider sehr krank. Willst du deshalb Medizin studieren? Ja, genau. Ich möchte Menschen helfen und Leben retten. Und dank meines Vaters habe ich die Chance dazu. Das klingt toll. Besuchst du deinen Vater oft? Nein, leider nicht. Ich habe zwar neben der Uni einen Job in einer Bar, aber dort verdiene ich nicht genug, um mir ein Flugticket zu kaufen. Ich habe meinen Vater seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Aber ich spare so gut ich kann. Wenn ich weiterhin am Wochenende Extraschichten mache, kann ich nächstes Jahr nach Spanien fliegen und ihn wiedersehen. Darauf freue ich mich schon. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Dann könntest du deinen Vater noch dieses Jahr besuchen. Vielleicht zu Weihnachten. Aber Weihnachten ist doch schon nächsten Monat. Wie soll das funktionieren? Ganz einfach. Ich bezahle deinen Flug. Was? Wieso solltest du das tun? Weil ich es kann. Du musst wissen, dass meine Familie sehr viel Geld hat. Ein Flugticket nach Spanien ist da kein Problem, Ruben. Ich schenke es dir. Zu Weihnachten sollte jeder bei seiner Familie sein. Sieh es einfach als Weihnachtsgeschenk. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Es wäre unhöflich, das abzulehnen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein Dankeschön reicht mir. Danke, danke, danke. Ich bin überglücklich. Gern geschehen. Ich buche das Ticket direkt online. Nicht, dass du es dir anders überlegst. Entschuldigen Sie, können Sie bitte darauf achten, dass Sie die Tür schließen, wenn Sie gehen? Die Tür ist doch immer zu. Immer wenn Sie Ihr Fahrrad aus dem Keller holen, stellen Sie die Haustür fest. Danach gehen Sie mit Ihrem Fahrrad raus und die Haustür bleibt offen. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich dachte, die Tür schließt dann von allein. Nein, man muss die Verriegelung wieder lösen, sonst bleibt die Tür offen. Da fühlt man sich nicht sicher, wenn die Haustür den halben Tag offen steht. Wir wohnen seit 10 Jahren in diesem Haus und es wurde schon 3 Mal in unseren Keller eingebrochen. Beim letzten Mal wurde das nagelneue Elektrofahrrad meiner Frau gestohlen. Oh, das tut mir leid. Das kommt nicht mehr vor. Ich schaue ab jetzt immer noch mal nach, ob die Tür wirklich geschlossen ist. Übrigens möchte ich Sie um etwas bitten. Könnten Sie abends etwas leiser sein? Wenn Sie nach Hause kommen, dann höre ich immer, wenn Sie die Haustür zumachen. Das knallt richtig. Oh, ich habe nicht gedacht, dass man das so laut hört. Ab sofort passe ich besser auf, wenn ich nach Hause komme. Kein Problem. Sie wohnen ja erst seit 3 Wochen hier. Da kann man nicht alles wissen. Vielen Dank, Herr Hahn. Und einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag. Die Sterne leuchten hell und der Himmel ist so dunkel. Schau, wie sensationell die Sterne heute funkeln. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß.
sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß, ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir schauen raus am nächsten Morgen und wir sehen die Sonne aufgehen. Bei dir fühle ich mich geborgen. Ich will nie wieder aufstehen, denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß, ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Wir liegen zusammen auf der Wiese und trinken beide ein Glas Wein. Ich spüre eine leichte Brise und weiß, es könnte nicht schöner sein. Denn wenn ich bei dir bin, wird mir ganz heiß. Ich sehe Regenbögen und fühle Sonnenschein. Die eine Sache, die ich ganz sicher weiß, ich will für immer bei dir sein. Ich liege in deinen Armen und du hältst mich fest. Du flüsterst meinen Namen. Ich will, dass du mich nie verlässt. Deutsch lernen durch Hören.